Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute wollen wir eine neue Theorie überprüfen, ein neues Gerücht überprüfen. Und zwar haben jetzt schon mehrere Leute behauptet, dass eine Waffe, die Ultimate ist, viel weniger Schaden macht als eine Waffe, die Ultimate plus 1 ist. Zufälligerweise habe ich gerade eine Waffe auf Ultimate plus 0 und sie plus 1 zu machen, ist tatsächlich relativ einfach. Ich hoffe, dass es so wenig Oris wie möglich kostet, weil ich habe dafür kein Geld. Aber bietet sich einfach gerade an, das zu überprüfen. Und genau, wir packen jetzt einfach auf dem neutralen Dummy das Schwert mal in die erste Hand. Ich habe es tatsächlich gerade schon getestet, aber wir testen es jetzt nochmal natürlich on camera. Hier meine Stats, die sich auch während dem Video natürlich nicht verändern werden. Gucken wir jetzt einfach mal. Jetzt habe ich nicht auf die Uhr geschaut. Moment. Reset mal nochmal 35. Okay, mach mal 35. Eine Minute, also bis 51, 35. Wir haben jetzt alles aktiv außer GT. Alle anderen Buffs müssten noch lang genug laufen. Da läuft doch nichts aus. Power-Ups laufen auch keine. Genau. Und das heißt, wir testen jetzt eine Minute lang den Damage mit dem Schwert plus 0. Ja. Und dann ändern wir gar nichts, außer dass wir das Schwert plus 1 machen. Und gucken uns dann an, was sich verändert. Und gibt noch viele weitere Sachen, über die wir noch reden können wollen, aber damit fangen wir jetzt an. Genau, und danach erkläre ich noch ein paar andere Sachen, die immer wieder gefragt werden. Was echt nervig ist im Stream, wenn alle 5 Minuten die gleiche Frage kommt. Das ist einfach, als würde man halt irgendwie in die Leere reden, so du beantwortest die Frage und wirklich keine 5 Minuten später kommt die gleiche Frage nochmal. Sehr ermüdend, deswegen hier ein bisschen Aufklärung mit so einem Video. So, 35 ist jetzt Stopp. 6,1 Millionen war das jetzt. Es ist nicht auf die Sekunde genau getimed, aber ja, das ist ja wirklich minimal. Also wenn es wirklich einen erheblichen Unterschied machen würde, würden wir es hier auf jeden Fall erkennen. Und jetzt machen wir das Schwert auf Ulti plus 1. Was, wie gesagt, hoffentlich nicht viel kosten sollte. Man startet bei einer 5% Chance. Nicht nachmachen, by the way. Aber ja. Wir fangen an. Ich reduziere schon mal den Zielbonus auf 1. Und dann schauen wir mal. 2 Fails. 3 Fails. 4 Fails. Jetzt wird's schmerzhaft. Ach komm. Ist das dein Ernst? Nicht ernsthaft 7 Fails. Okay, ich war mir jetzt relativ sicher, dass das reicht. Ich hatte nicht gedacht, dass wir im 42% Bereich landen. Natürlich. Klar. Ach so. Ja, das war so der 2,5-fache Erwartungswert. Das ist ja schon mal sehr gut. Super. Erstmal weit über 1 Milliarde Penya für ein komplett sinnloses Upgrade ausgegeben. Das ist dezent schmerzhaft, kann man auf jeden Fall sagen. Okay. Naja. Aber was tut man nicht alles für die Wissenschaft? Dann sind hoffentlich keine Buffs abgelaufen. Die Axe Mastery, Sword Mastery, Sword Mastery in dem Fall, laufen auch wieder. Kein GT. Es hat sich hoffentlich nichts verändert, außer ich habe irgendwas übersehen, aber wir haben ja alles schon angeguckt. Und dann warten wir auf die 30, würde ich sagen. Und zwar jetzt. Genau. Also ich schreibe sie nochmal dazu. 6,10. Ups. War es plus 0. Genau. Und was haben wir jetzt angefangen um 30, ne? Das hätte ich auch noch aufschreiben sollen. Genau. Und wie gesagt, wurde jetzt mehrfach von ein paar Leuten gesagt, dass das einen riesen Unterschied macht angeblich, wenn man seine Waffe auf Ulti plus 1 macht im Vergleich zu Ulti plus 0. Früher bei FlyFPC gab es sowas Ähnliches. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau das damals war. Also es gab schon mal sowas in der Vergangenheit, wo es solche komischen Besonderheiten gab. Ich glaube, es war bei Ultimate plus 11 oder so. Irgendwie sowas. So, noch 5 Sekunden. Und Stopp. 6,19.
Müsste man jetzt natürlich noch ein bisschen länger überprüfen. Ja, versteht mich nicht falsch. Solche Tests sind... Also, wenn man es 1 Minute lang testet, ist es auf jeden Fall deutlich aussagekräftiger, als wenn man jetzt irgendwie nur... Keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall etwas aussagekräftig. Man könnte jetzt noch 5 oder 6 Minuten kämpfen. Da würde man noch Low- und High-Crits ausschließen können. Dass der eine Versuch jetzt sehr viele High-Crits hat und der andere sehr viele Low-Crits sozusagen. Wenn der Unterschied aber vehement wäre, dann müssten wir jetzt schon ein ganz klares Ergebnis sehen. Weil dann wäre Low-Crit, High-Crit relativ egal, weil im Durchschnitt wäre es, also erstens crit ich ja immer zu 100%, also da haben wir auf jeden Fall schon mal keine Abweichung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt der eine Run extrem viele Low-Crits hat und der andere extrem viele High-Crits, ausgerechnet so, dass es jetzt zum Ergebnis passt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Und deswegen, ja, habt ihr da das Ergebnis, also Ulti plus 0 und Ulti plus 1 ist einfach fast genau das gleiche. Wenn man eine Waffe Ultimate upgradet, ist das gleiche, wenn du sie von 8 auf 9 machst. Es macht Unterschied. Du kriegst mehr Schaden, aber es ist nur ein kleines bisschen. Also es sind immer nur so 2 oder 3% mehr Waffen-ATK, die man dazu bekommt. Und das hat einen relativ großen Auswirkung auf den 1v1-Schaden. Ja, ich meine, man muss auch sagen, das hier sind 6.100.000 und das hier sind fast 6.200.000. Das ist nicht wenig. Allerdings war das jetzt auch auf 1 Minute gerechnet. Das heißt, der Schaden pro Sekunde oder pro 10 Sekunden... Da wird dann schon viel weniger. Also ich meine, es ist nicht unerheblich, aber war das jetzt 10 Oris wert? Definitiv nicht. Wobei, gut, das war jetzt einfach Pech. Leider. Da kann man nichts machen, das passiert. Genau. Aber alles in allem will ich euch damit einfach nur sagen, Ultimate plus 0 und plus 1 ist fast das gleiche. Also wenn ihr eure Waffe nur deswegen auf Ultimate plus 1 macht, weil ihr denkt, es macht viel mehr Schaden, dann denkt ihr falsch, denn das stimmt so nicht. Und dann noch eine andere Frage, die sehr oft kam. Warum ich die Bloody Axe oder warum ich zum Beispiel so kämpfe, Hernes Axe plus Bloody Axe, Bloody Axe plus Hernes Axe und nicht Hernes Axe plus Bloody Axe. Und der einfache Grund ist, weil ich dann keinen Lifesteal habe. Und wenn ich so keinen Lifesteal habe, dann würde es sowieso mehr Sinn ergeben, das Schwert zu benutzen für Doppel Waterbomb und weil das Schwert grundsätzlich auch mehr Crit Damage und so weiter gibt und mehr ATK hat. Wobei das tatsächlich keine Rolle spielt. Die Axt und das Schwert habe ich auch schon getestet, machen genau gleich viel Damage. Also wenn ich die Bloody Axe in der First Hand habe und das Ultimate plus 0, wobei ich da dazu sagen muss, das ist tatsächlich egal, macht genau gleich viel Schaden. Also das Schwert ist Trash, leider, was das angeht. Auch wenn es Ultimate ist, macht es nicht mehr Schaden als eine Bloody Axe plus 10. Genau, aber der Grund ist einfach, weil ich jetzt so keinen Lifesteal habe und mit der Bloody Axe habe ich aber auch keinen Lifesteal. Das heißt, ich habe im Endeffekt 2 Optionen. Entweder die Bloody Axe in die First Hand, damit ich zumindest Lifesteal habe. Das ist halt zum Farmen viel angenehmer, weil ich keinen Bock habe, mich beim Farmen die ganze Zeit zu healen oder auch zu fooden. Vor allem auch wegen Waterbomb und so. Weil wenn dann wirklich mal 5 Monster dich angreifen, bist du halt sofort tot, vor allem wenn du dich überhaupt nicht gegenheilst. Und ja, das ist halt der Nachteil. Also ohne Lifesteal auf den Waffen ist das schwierig. Wenn man Lifesteal als Ulti-Roll hat, ist es aber so, dass es dann schon funktioniert. Also wenn ich jetzt hier Lifesteal in den gelben Werten stehen hätte bei der Ultimate-Waffe, dann würde es schon zählen. Fragt mich nicht, wieso das so ist. Generell, wie gesagt, viele Sachen in Flife sind total unlogisch und ergeben eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber es ist halt einfach so, ja, ich kann es auch nicht ändern, es ist einfach so. Deswegen muss ich auch diese Bloody Axe noch behalten für alle Situationen, wo ich Lifesteal, Lebensentzug mehr schätze als reinen Damage. Und für Situationen, wo ich nur Damage will, zum Beispiel wenn ich Dungeons farme, wo es mir nur um den AOE und den 1v1-Schaden geht, dass der so hoch wie möglich ist, da benutze ich dann die Axt und das Schwert. Genau. Also alles in allem ziemlich komplizierte Situation, kann man sagen. Genau. Aber ja, das waren so die Updates zu den Waffen für euch als Überblick. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Flife Universe Video wieder. Gerne auch im Livestream. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.